Hallo liebe Zuschauer, wenn ihr meine Filme verfolgt habt, habt ihr ja auch die Kosten hier in Thailand gesehen, was man also ausgibt in den Shoppingcentern und so weiter. Aber jetzt kam auch die Frage, wie viel brauche ich denn im Monat, um hier zu leben? Und ich muss sagen, ich habe mir vor 5 Jahren schon eine Excel-Tabelle gemacht, wo alle Kosten reingekommen sind. Vor allen Dingen, wenn man hier kommt mit einer Abfindung, da sollte man wirklich eine Kontrolle darüber haben, über die Ausgaben. Vor allen Dingen, wenn so viel Geld drauf ist. Sonst verliert man sehr schnell den Überblick und dann ist man wieder raus aus dem Land. So, dann gehen wir mal an den Computer. Dann zeige ich euch meine Liste. Das ist alles. Es bezieht sich nur auf mich, wo ich das Geld ausgebe. Ist vielleicht für euch ein Leitfaden. Das eine oder andere könnt ihr übernehmen. Aber ich will nicht nur eine Zahl in den Raum schmeißen, wie viel man braucht, sondern auch, für was man das Geld ausgeben muss hier. So, dann gehen wir mal an den Computer. So, die Tabelle, die ich euch jetzt gleich zeige, ist für die vor allen Dingen interessant, die noch in Deutschland sind und nach hier kommen möchten und wissen gar nicht, wie teuer das Leben wirklich hier ist und wie hoch die Rente sein muss, also sprich die monatlichen Einkünfte. So, gehen wir mal durch. Ich habe hier links, habe ich einmal wo ich das Geld dran ausgebe. Und hier unten ist ein wichtiger Posten, was ihr nachweisen müsst. Ihr müsst 800.000 Baht im Jahr nachweisen an Einkünften oder an Sparguthaben. Es entspricht 23.500 Euro müsst ihr im Jahr nachweisen, bei einem Wechselkurs von 34. Wenn ihr das durch 12 teilt, dann kommt ihr auf eine Rente von 1.960 Euro. So, wer hat die? Die wenigsten. Ich habe mal mit 1500 kalkuliert, da wären 18.000 Euro und dann müsst ihr noch 5.500 Euro nachweisen. Sprich 188.000 müssen hier auf einem Konto sein, damit ihr euer Jahresvisum bekommt. Jetzt gehen wir mal zu meinen Ausgaben. Ich gebe etwa 9.700 Baht im Monat aus an Lebensmitteln. Ich gehe jede Woche einkaufen für etwa 1.300 Baht und rechne nochmal drauf 30 Baht mal 30 mal 150 Baht im Monat, wenn ich beim Thai essen gehe oder mal im Restaurant oder da komme ich also auf 9.700 Baht. Dann kommt der Strom. Stromfresser ist ja auch die Klimaanlage. Die gönne ich mir aber, dass ich jeden Abend meine Klimaanlage anhabe bei 26 Grad und auch schon manchmal hier im Wohnzimmer über die Mittagszeit, wenn es sehr warm ist. Dann haben wir ja noch einen Roller oder hier ein Auto vielleicht, aber für den Roller bezahle ich im Monat etwa 1000 Baht. Da sind also 800 Baht im Jahr an Steuer und Versicherung drin, Spritkosten, Inspektionskosten. Dann habe ich nochmal 2000 Baht Sonderausgaben, ist aber auch meine Reserve, die ich mit einkalkuliere. Dann habe ich hier Gesundheit, 450 Baht im Monat. Das ist, wenn ich mal zum Arzt gehe, im Krankenhaus. Da muss man in aller Regel 1000 Baht ausgeben, damit man den Arzt sieht und auch wenn man Medikamente bekommt. Und ich habe ein Haus und da investiere ich manchmal auch schon was dran. Da rechne ich mit 2000 Baht. Dann hat ja jeder ein Handy, da kann man mit 500 Baht rechnen. Und ich brauche auch meine Tabletten gegen Blutdruck und Cholesterin. Das sind etwa 400 Baht. Und jetzt kommt natürlich der dicke Hammer. Miete, Haus, 18.000 Baht.
Da solltet ihr also mit eurem Vermieter reden. Wenn ihr im Voraus bezahlt für ein halbes Jahr oder ein Jahr, bekommt ihr eine wesentlich niedrige Mietkosten. So, und dann haben wir Krankenkasse. Da würde ich noch einen separaten Film drüber machen. 5.500, 5.600 Baht sind meine Kosten jeden Monat. Internet müssen wir als Farang jährlich bezahlen und das entspricht 1.250 Baht im Monat. Dann habe ich noch einen Hund, einen Labrador, Jam, der kostet auch sein Geld, 1.350, Dosenfutter, Trockenfutter und auch Arztkosten. Und ich leiste mir auch eine Putzfrau, die jede Woche mal hier kommt, für 1.600. Dann sind wir also bei 46.000 Baht. Das entspricht einem monatlichen Aufwand von 1.353 Euro. Müssen jeden Monat reinkommen, um die Kosten zu decken. So, jetzt kommt es. Wir haben ja hier einen Wechselkurs von 34, der ist ja schon mal ganz schlecht. Wenn der noch weiter runter geht, sagen wir mal auf 30, dann tut es richtig weh. Dann sind wir nämlich schon mal bei 1.534 Euro müssen jeden Monat da sein, um den Lebensunterhalt hier zu bestreiten. Also, im ungünstigsten Fall würde ich mal sagen, 1.500 Euro müsst ihr haben bei einem Single-Haushalt, um hier gut zu leben. Ihr habt jetzt die einzelnen Positionen in meiner Liste gesehen. Da kann man zum Beispiel auch bei dem Haus, viele haben es um die 10.000 Baht. Es fängt so bei 7.000 Baht an, wo man also in einem Haus einziehen kann. Da kann man natürlich einiges machen. Und okay, mein Hund oder Putzfrau, da kann man drauf verzichten. Aber die anderen Posten wie Krankenkasse und sonstig, ja, und Essen muss ja jeder, kann man also nicht drauf verzichten. So, ich hoffe, das ist so ein kleiner Leitfaden, das sind meine Kosten und jeder kann es anders handhaben. So, für diejenigen, die jetzt in Deutschland sind, ihr könnt ja mal ausrechnen, wie hoch eure Rente ist und denkt daran, wenn ihr 1.500 Euro Rente habt, dann müsst ihr noch immer 8.500 Euro hier auf dem Konto nachweisen. Bei einem Wechselkurs von 30, wie gesagt. Wir alle hoffen, dass es mal wieder hier hinkommt, zu 37 Baht. Und dann sieht ja die Welt schon ein bisschen anders aus. Aber ihr dürft noch immer 3.500, 3.600 Euro hier auf dem Konto deponieren. Zu dem Geld, was auf dem Konto ist Folgendes noch zu sagen. Ihr müsst 3 Monate vorher das Geld auf dem Konto haben und 3 Monate danach. Und 3 Monate danach, dann dürft ihr nach der halben Zeit, 1,5 Monaten, glaube ich, einen gewissen Betrag, ich weiß nicht wie viel, darf man davon nehmen. Man muss auch das Sparbuch zur Immigration mitnehmen und die gucken, wie viel man runtergeholt hat, ansonsten nehmen sie einem das Visum ab. Man kann im Endeffekt die 3.600 in dem Fall vergessen und man lässt die auf dem Sparbuch und man hat da die Reserve für Visum oder wenn sonst was Schlimmes passiert. So, jetzt möchte ich mich aber verabschieden und ich hoffe, ich habe euch geholfen. Bis zum nächsten Film. Tschüss.